feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Hier in unserem Test seht ihr den neuen Duotone Slick SLS. Slick, ein wohlbekannter Name aus der Wing-Foil-Szene. Jetzt mit deutlich schlankeren Tipps, einem noch etwas flacheren Profil mit einem wirklich ausgeprägten S-Schlag an der Trailing Edge im mittleren Teil und einer neuen Befestigung für die Lenkstange. Diese lässt sich selbstverständlich für den Transport entfernen und ist jetzt auch bei höheren Sprüngen und Landungen, da gab es halt bei dem alten Modell bei Entlastung doch teilweise so einen langen Weg, dass die Stange sogar rausrutschen konnte. Das ist jetzt im vorderen Teil auf jeden Fall gebannt. Der hintere Teil der Aufnahme ist vom Gurtband so gewählt, dass sie leicht verrutschen kann. Da könnte man das Ganze noch ein klein wenig besser fassen, unserer Meinung nach. Die Lenkstange ist standardmäßig aus Aluminium und besitzt einen Durchmesser von 29 mm ohne das EVA. Wer es dünner mag, also eigentlich jeder, der kann sich im Zubehör noch eine Carbonstange in einem deutlich dünneren Durchmesser bestellen. Die Schlaufe an der Fronttube ist wie bei allen Duotone-Modellen sehr dünn gehalten und auch sehr weich. Zum B- und Entlüften gibt es das standardmäßige Duotone-Ventil und ein empfohlener Luftdruck von 8,5 PSI ist hier bei unserem getesteten Wing in 4 Quadratmeter angebracht. Man kann es für den Komfort auch, angesagt vom Hersteller, auch noch um 1 PSI reduzieren. Wir haben zum Entlüften noch zwei separate Ventile, einmal für die Mittelstrut und, wie man es auch von Duotone kennt, eins am einem Tippende, wer den Wing halt der Länge nach aufrollen möchte. Warum ist das hier ein SLS-Modell? Klar, weil das Gerüst aus Penta TX ist, ein Dacron-Material, was hochfest ist, leichter als normales Dacron und dehnungsärmer. Als Flugtuch hatte hier unser Wing ein Triple Ripstop Material. Die Abrisskante ist mit einer einfachen Tuchdopplung übernäht. Und zur weiteren Stabilisierung der Trailing Edge gibt es kleine Mini-Buttons auf beiden Seiten. Ausgestattet ist der Wing mit 4 schlanken Fenstern, durch die manchmal ein klein wenig der Blick nach Lee frei wird. Die Konstruktion der kürzeren Lenkstange macht hier eine starke Profilierung der Mittelstrut notwendig. Man hat hier ein ganz kleines Infeld-Panel und auch man sieht hier auch sehr schön halt, wie die Trailing Edge in den S-Schlag übergeht. Wir haben durchgehend ein doch recht flaches Profil und wirklich außergewöhnlich ist auch hier, wie bei den anderen Duotone-Modellen, wie viel Aufwand für die Tuchstraffung vorgenommen wird. Das ist schon wirklich makellos von der Profilierung. In Verstärkung wird an den Aufschlag- und Scheuerstellen weiterhin mit gummiertem Gewebematerial gearbeitet. Das findet man in den Krümmungen der Tippbereiche. Ganz am Ende ist die Verstärkung doch verhältnismäßig gering, also eine längere Skate-Session. Da sollte man den Wing definitiv nicht am Boden schleifen lassen, weil dann ist er durch. Also ihr seht, es ist ein vollständig neues Produkt, hat mit dem alten Modell überhaupt nichts mehr gemein. Und wie das jetzt mit den einzelnen Fahrleistungen ist, sehen wir jetzt im Test. Sobald man den Slick SLS in die Hand nimmt, stellt man sofort das leichte Gewicht fest und auch eine etwas bessere Balance als bei seinem Vorgänger, gerade was die Neigung Tip-to-Tip angeht.
ist das Ganze hier deutlich besser ausbalanciert. Was den Vortrieb für das Aufsteigen aufs Foil angeht, so ist das Ganze hier mit verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Wir haben einerseits halt ein sehr flaches Profil, was eine sehr gute Tuchstraffung hat und dementsprechend auch beim aktiven Pumpen sehr viel Rebound bietet. Also da kommt halt wirklich auch Zug an. Allerdings braucht es auch wirklich eine aktive Pumptechnik, um das Ganze hier in Fahrt zu bringen. Da der Slick SLS weniger Grundzug hat als sein Vorgänger, hat man auch wenig zum Festhalten, gerade was jetzt hier so den Einsteiger angeht. Der Hersteller empfiehlt es auch für Freeride, aber gerade jetzt was den Einsteigerbereich angeht, Freeride, so sind wir hier nicht ganz auf der gleichen Spur. Man braucht halt wirklich einen präzisen Anstellwinkel und die richtige Pumptechnik, um das Ganze hier gut in Schwung zu bringen und schnell auf den Flügel aufzusteigen. Haben wir einen ausreichend starken Wind und man hat hier den richtigen Anstellwinkel gefunden, ist die Angleitleistung oder die Aufstiegsleistung auf den Flügel sogar gut bis sehr gut. Dementsprechend kann man sagen, das Profil ist wirklich sehr effizient. Allerdings funktioniert das Ganze nur optimal, wenn minutiös der optimale Anstellwinkel gewählt wird oder geführt wird. Um den perfekten Armwindkurs zu fahren, ist es natürlich auch wieder eine Frage der Balance, der Anströmung und der Abrisskante. Wie weit kann man halt hier an den Winkel am Ende gehen, ohne dass das Profil Back schlägt, sprich die Nase nach Luft tickt. Auch hier ist das ein feines Händchen, was gefragt ist, weil der Wing einfach wenig Kräfte auf der ganzen Längsstange dementsprechend hat. Ein sensibler Fahrer, der den Wing eher fliegen lässt und wo man nur ganz feinfühlig an die Grenze des äußersten Windfensters rangeht, ist hier optimal. Dann kann der Slick SLS wirklich auch exzellente Leistung auf dem Armwindkurs bringen. In allen Bedingungen, so wie man es hier auch schön sieht, sind schnelle Foils, die lange den Speed halten, gut gefragt. Dann kann man den Slick SLS auch gut von alleine fliegen lassen, ihn schön leicht machen in der Hand, damit er hier optimale Leistung bietet. Und da kommen wir gleich als erstes zu einem der essentiellen Punkte bei diesem Wing, der Windbereich. Habe ich genau die richtige Windstärke für die richtige Quadratmetergröße, so ist das hier eines der leichtesten und spielerischsten Wingfoil-Erlebnisse, die man momentan überhaupt haben kann. Der richtige Anstellwinkel muss stets und permanent sensibel geführt werden. Dementsprechend ist Erfahrung des Fahrers oder der Fahrerin erforderlich. Unterschreiten wir eine gewisse Windgrenze, so haben wir hier ein sehr schon fast nervöses Erlebnis, weil man, wie hier zu sehen, mit Kraft lässt es sich auch alleine nicht lösen, weil der Grundzug einfach nicht da ist. Wir haben diesen starken S-Schlag, man sieht, man hat nur ein flaches Profil, was sehr weit vorne liegt. Da kommt nicht viel Spannung auf der Hinterkante an, man muss halt wirklich über den vorderen Bereich des Profils auch arbeiten und dementsprechend kann man natürlich auch leicht den Wing überziehen. Dementsprechend reißt die Strömung natürlich auch schneller wieder ab. Also alles ist auf Sensibilität und gefühlvolles Führen des Wings ausgelegt. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten, was die Beweglichkeit des Wings angeht, im optimalen Windbereich schier grenzenlos. Die kompakte Form, klar, er ist einen kleinen Tick gestreckter geworden als sein Vorgänger, aber mit der besseren Balance wirkt das Handling hier extrem leicht und gut ausgewogen. Auch die Balance zwischen Anströmkante und Abrisskante ist sehr gut gelungen, aber
auch mit einem ganz kleinen Sweet Spot und auch wenig Feedback. Also wie gesagt, überziehen ist jederzeit halt ganz einfach möglich, was allerdings natürlich auch bei komplizierten Manövern gewünscht ist und hilfreich sein kann. Dieses insgesamt leichte und spielerische Feeling bietet sich auch genauso dem Fahrer oder der Fahrerin beim Freestyle, bei Sprüngen oder beim Surfen in der Welle. Man hat einfach wenig Gewicht in der Hand, man hat eine gute Balance. Selbst die für uns zu weiche Frontschlaufe lässt immer noch genug Kraftübertragung zu, um diesen Wing hier ohne Probleme zu steuern. Und dadurch, dass er auch immer wieder leicht mitschwingt und mitdriftet, ist es auch kein Problem, ihn immer wieder zu kontrollieren. Um die auch wirklich gute Sprungperformance beim Slick SLS abrufen zu können, braucht es Geschwindigkeit. Die Kombination mit auch schnellen Flügeln ist essentiell. Wir brauchen hier Speed, dann kann der Wing auch wirklich eine gute Höhe erreichen und auch gut tragen. Wichtig dabei, die Vorwärtsgeschwindigkeit bei dem ganzen Manöver nicht nach Möglichkeit zu reduzieren. Je mehr ich ihn abbremse und ihm die Vorwärtsgeschwindigkeit nehme, desto mehr kommt zum Tragen, dass ich hier wenig Grundzug habe. Das heißt, er fängt mich zwar ausreichend auf, aber bis dann der genaue Anstellwinkel wieder gefunden ist und die Anströmung perfekt in Vortrieb umgewandelt wird, das dauert doch deutlich länger als vergleichsweise, wenn man jetzt mal ein Unit oder ein Unit D-Lip nimmt. Wenn man das Ganze mal im Fazit betrachtet, hat hier Ken Winner mit dem Slick SLS ein wirklich sehr sensibles Sportgerät geschaffen. Der eine wird es vielleicht als zickig betrachten, aber dem ist halt wirklich nicht so, wenn wir den optimalen Windbereich haben. Es gibt wohl kaum einen Wing momentan am Markt, der sich so derart leicht und spielerisch in allen Richtungen bewegen lässt, womit halt wirklich für die guten Fahrer schlafwandlerisch halt tolle Manöver und also Wing-Manöver möglich sind. Auch bei Rotationen, die Drehgeschwindigkeit ist alles wirklich super toll. Aber sobald man aus diesem Bereich ausbricht, entweder durch zu wenig Wind oder zu viel Wind oder zu grobe Behandlung, dann wird das Ganze hier auch nicht so leicht, die wirklich tollen Fahrleistungen abrufen zu können. Und schauen wir auch nochmal in die Eingliederung der Range der verschiedenen Wings bei Duotone. Da ist es auch einfach schwierig. Also Unit und Unit D-Lip haben diesen Bereich Freeride einfach so stark besetzt mit wirklich exzellenten Fahrleistungen und auch einfacher Bedienung, dass man hier den Bereich wirklich eher leicht vernachlässigt sehen kann. Wem das alles aber zu langsam und zu gutmütig und zu fehlerverzeihend ist und man dann noch mehr Performance erwartet, für den ist der Slick SLS definitiv auch der richtige Wing. Allerdings mit dem kleinen Hinweis, man wird wahrscheinlich nicht umhin kommen, ihn dann in jeder halben Quadratmeter Größe zu kaufen, um wirklich diese perfekten Leistungen, die er besitzen kann, dann genau je nach Windstärke auch parallel umsetzen zu können. Das ist wie eine heiße Braut oder ein echt heißer Typ, der aber auch ganz schön zickig sein kann. Und ob man das jeden Tag haben möchte, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. You're the new MC, you got the remix.